Die Sensation ist geglückt. 13. Januar 2022. Wir sind in Rottweil. Das liegt in Baden-Württemberg im Schwaben. Ich guck mal gerade, Schwaben. Ja, er nickt. Und wir zeigen euch heute eine Europa-Neuheit, wenn nicht Weltneuheit. Das hier ist der brandneue Affinity Duo. Ja, wir haben ja schon Affinity gezeigt auf der Messe in Bern und ja, es ist ein Riesenhit geworden, das Video, weil dieses Fahrzeug hier hat so viel Raum und so viel Platz, dass man es mit nichts vergleichen kann. Und ganz ehrlich, guckt euch das an. Es ist komplett aus GFK das Dach, was drauf ist. Es hat einen riesen Platz innen drin und das ist jetzt eine neue Version für 2 Personen, ein Zweischläfer, der mit dabei ist. Und wie das Ganze funktioniert, was dahinter steckt und wie viel Platz man in dem Auto hat, das werden uns heute mal ganz viele Leute erzählen, denn sie sind extra den langen, weiten Weg aus Polen hergekommen zu uns. Dort werden sie nämlich gebaut und ja, haben das Auto mitgebracht, das normalerweise hätte auf der CMT stehen sollen, aber hat ja nicht geklappt und wir werden es euch heute mal zeigen. Ja, das ist jetzt ein Peugeot Boxer. Wir werden das Auto natürlich auch zeigen später mal als Fiat Ducato 8. Aber im Moment ist das quasi ein Prototyp, der jetzt gelaufen ist, der relativ schnell auch fertiggestellt werden sollte für die Messe, der jetzt mal auf Peugeot Boxer gebaut wurde. Aber ich ganz persönlich bin großer Fan natürlich von Peugeot. So ist es. Wir sind in Rottweil. Ich grüße dich. Du bist der Peter? Ja, hallo. Hallo Peter. Du bist jetzt der Händler des Jahres von Affinity. Ja, das bin ich. Ist das schwer gewesen? Ja, wir haben halt gut verkauft. Und wenn man das mit Liebe macht, dann funktioniert das auch. Das ist ein Hammer-Grundriss, oder? Ist Hammer. Wirklich Hammer. Ich arbeite schon länger mit Jacek zusammen. Also das Auto ist der Hammer und der Duo erst recht. So, da hinten ist dein Sohn, den werden wir gleich mal interviewen. Du bist die? Anna. Hallo Anna, du kommst aus Polen? Ja, genau, ich komme aus Polen. Ich arbeite bei Affinity direkt und ich bin B2B Sales Manager. Ja, du hast in Hamburg studiert. Du hast aber keine deutschen Wurzeln, ne? Nein. Und du sprichst so gut Deutsch, das ist der Hammer. Ja. Dankeschön. Weil Polnisch ist ganz schön schwierig für jemanden, der aus Deutschland kommt. Und ich kann mir vorstellen, dass Deutsch gar nicht so einfach ist, oder? Deutsch ist logisch, finde ich. Geht so. So, und du bist Sales Managerin. Genau. Ihr habt ganz viele Nachfragen nach diesen Affinity Vans. Das ist quasi eine Neuerfindung des Kastenwagens. Ihr habt alles komplett umgedacht, oder? Ja, also Jacek und Norbert, die haben sich wirklich Mühe gegeben, die haben viele Jahre Erfahrung und ich finde, dass sie wirklich das gemacht haben, was die Kunden auch brauchen. Absolut. Da ist er. Er ist den weiten Weg aus Polen gekommen. Hello. Hello, hello. I'm Jacek Jaskot. I'm the CEO of Affinity RV. I'm also the designer, one of the designer of this new concept. Ja, hat gerade gesagt, er ist also der CEO, der oberste Chef und er ist der Designer von dem Konzept. And you made everything different. Yeah, maybe not everything, of course, but we wanted to be unique. We wanted to be different than competition. In my opinion, this is only chance to develop on this market. You know, to present something different, something which will be better from the solution point of view, from the quality, also from the functional solution. Ja, er hat gesagt, er muss also alles anders machen. Die Qualität muss anders sein, die Funktionalität muss anders sein, alles muss anders sein. Und sie haben sich viele Gedanken gemacht. How many prototypes did you did before, or is it something you do on a computer? In my life, or in here, Affinity? In my life is I think it's maybe 20 different layouts. But in Affinity, this is our second project, second model. And I'm sorry, I have to... No, it's very good. Und er hat gerade eben gesagt, das ist jetzt der zweite. Insgesamt hat er schon 20 Modelle, 20 Layouts hat er gebaut. Und das ist der zweite Affinity. It's the second one? Yeah, this is the second one and dedicated for the 2 people. Little bit different the first one because the first one was prepared for the family. That one is, in my opinion, should be attractive for the people who travel in 2 peoples. Ja, er hat gesagt, also für 2 Personen ist das hier gedacht, denn ganz viele Leute reisen nur zu zweit und da einen Van zu machen, der nur exakt für 2 Personen gedacht ist, ja, weil die meisten Vans, die haben Platz für 4 Personen, aber die allermeisten, the most of the people, they are going to travel with 2 people, maybe a dog. Yeah, in my opinion, the typical user of the camper vans is the couple, the 2 people. So that's why we decided to prepare a special project for them. And I was in Bern and I
I showed these cars and hundreds thousands of people watched my video because it's so unique, the layout. Did you receive any feedback? Yeah, we have lots of emails, lots of messengers from the customers who are looking for more informations about our models, our projects. So, da steht es, hat gesagt, also wir haben es in Bern ja gezeigt, sie haben ganz schön viel Feedback bekommen, denn die Leute haben hohes Interesse. Und jetzt meine Frage natürlich, könnt ihr liefern? Are you able to deliver? We increase the production, but to be honest, it's not so easy because of the problems with the chassis, with the equipment. This is, very special time on this market. But we try and we are successful with the production. We increase the production. Of course, our customers' expectations is a little bit bigger that our possibilities, our production capacity, but we try to fit our production to the customers' expectations. Ja, er hat gesagt, also die Nachfrage ist sehr, sehr groß. Sie haben große Probleme, Chassis zu kriegen, Bauteile zu kriegen, alles zu bekommen. Aber sie haben jetzt die Produktion angehoben. Also you increased the production a little bit, so but you have big plans. Er hat nämlich große Pläne. Plane is, how to say, in the next year we should produce 500 units. But to be honest, 500? Yeah, but we cannot do that because we miss the chassis and equipment. Also er würde gerne 500 bauen, aber er kriegt nicht so viele Chassis bei. Das ist das Ganze. Aber wir gucken mal hinten rein. The big difference here is the back. If you look at the other Affinities, you can look through the back and there is a lifting bed there. But if you please open it, this is so different because I thought sometimes HRZ. Okay, this is a prototype. No, yeah, this is prototype. So, das ist der Prototyp. Very close to, in my opinion, to the final version. Also er hat gesagt, das ist der Prototyp, aber er wird ziemlich genauso aussehen, der Finale, der kommt. And it's very simple. You put things that block the view to the rear and to the front. Yeah, that's right. So, ich zeige das mal gerade. Er hat die Toilette hat er nach hinten gemacht. Hier ist die Dusche. Hier ist noch Platz, that you can put skis in. Yeah, also Skier kann er reinmachen. This is the space dedicated for the camping equipment, the chairs, the tables, and that's everything what you need in the travel. Peter, komm mal zu mir. So, du hast ihn gesehen heute Morgen, glaube ich, das erste Mal oder gestern. Ja, heute Morgen, ja. Das ist toll, das heißt, du siehst hinten erstmal gar nichts. Ja? Du hast hinten das Bad. Ja. Alles, was die Sicht versperrt, ist hinten drin. Das bedeutet, du kannst jetzt nicht ganz durchgucken, aber wenn wir gleich mal reinschauen, da hat man so viel Platz. Das ist der Hammer, ne? Also das ist echt der Hammer und das hat auch einen Grund, warum wir alles zumachen. Das ist auch innen von der Isolierung her dann besser, vom Raumgefühl. Wenn wir hier, das ist unser Technikraum, wo dann quasi das Ladegerät, Ladebooster, Solarregler, die ganze Technik ist da und hier unter dieser Klappe haben wir die Zentraleinheit quasi, wo dann, wenn du mal ein Problem hast, auf den ersten Blick siehst, welche Sicherung du ersetzen musst. Und du kommst super gut ran, du musst dich nicht bücken, gar nichts. Überhaupt nicht, ja. Also, ich zeig das mal grad. Du brauchst nichts abbauen, gar nichts. Das ist übrigens ein Prototyp, wenn einer sagt, Kabel und so. Also das ist der absolute Prototyp. Für einen Prototypen sieht das super aus, oder? Ja, das ist aber immer so bei Jacek. Also die sind echt perfekt. Okay. Auch schon der Prototyp. So, hier hinten hast du Platz, da kannst du Stühle, Tisch, kannst auch Skier reinmachen, kannst nach oben durchladen. Ist die Verarbeitungsqualität gut? Also ihr habt jetzt seit einem Jahr, hatte die Autos jetzt? Also ich würde sagen, dass es sehr gut ist. Es kann immer mal wo was passieren, aber wird dann relativ schnell behoben. Auch wir Händler sind dann in der Lage, sind gut geschult, was das betrifft. Ich wollte noch hinten was dazu sagen. Dieser Kasten hier, der kommt raus, da ist eigentlich das Bordwerkzeug drin, der Wagenheber und so weiter. Brauche ich ja nicht, ich habe kein Ersatzrad drunter im Normalfall. Da reicht mir dann dieses Pumpenset. Also dieser Platz haben wir dann auch noch mehr. Das Smile-Pan-Kit für 16 € habe ich es gekauft bei Amazon. Das funktioniert auch. Funktioniert erstaunlich gut. Ja, komm, wir gehen mal rein, dass wir das Ganze beginnen. Ja, zeig mal. Kommt später ist noch die Außendusche, wo wir anbieten, dass du dann, wenn du vom Surfen kommst oder mit dem Hund gelaufen bist, dass du dich dann noch abduschen kannst.
Also mit warm-Kaltwasser. So, die Leute sind schon ganz gespannt. Wir müssen reingehen, müssen das mal zeigen. Jacek, Anna, das erste Mal gehen wir jetzt rein und den Duo, ich zeig mal, hier vorne ist er, der ist so gigantisch. Ihr habt so viel Platz da drinnen, als wäre es ein 7-Meter-Auto fast, muss man sagen. Also wenn du hier reingehst, dich hier hinsetzt, das habe ich eben mal kurz gemacht, ja, und mal komplett in den Raum reinblickst, dann siehst du nur noch Platz. Du hast unglaublich viel Raum und ein Raumgefühl hier drin, als wäre es ein voll integrierter eigentlich, oder? Ja, ich muss auch sagen, dass wichtig ist, dass Jacek war mit Affinity im Urlaub. Also Norbert, unser Produktionsdirektor, der fährt mit seiner Familie und der macht das natürlich mit Affinity mit 4 Schlafplätzen. Jacek war mit seiner Partnerin im Urlaub und direkt als es davon gekommen ist. Anna, wenn du mal gerade so lieb bist, mal reinkommst, wir müssen die Tür mal zumachen, weil die Sonne hier so reinscheint und dann ist das ein bisschen schlecht, dann kann man den Raum ein bisschen schlecht sehen. Und jetzt sieht man erstmal, wie riesig der Raum ist. Wenn du dich mal gerade neben mich setzt, sei mal so lieb, einfach da mal hoch machen und einfach mal hinsetzen. Und jetzt schau mal hier durch die Kamera durch, hier auf mein Display. Guck mal, wie das aussieht. Super, einfach super. Also das bedeutet, Lange Weg bis zu Bad. Bett auf der rechten Seite. Ich nehme an, man kann das Bett noch ausziehen, oder? Ja. Genau, man kann es ein bisschen verlängern, können wir gleich mal zeigen. Der Kühlschrank an der Stelle, wo man ihn normalerweise gar nicht vermutet. Das heißt, du hast eine Küche, wo du stehen kannst. Anna, wenn du dich mal gerade davor stellst. Sogar. Mit 2 Personen Mit 2 Personen. Ganz gut kochen, wenn man kochen kann. Wenn man kochen kann. Das ist sehr gut. So, ich zeige das mal gerade. Deine Größe mit Schuhen. Wie groß bist du heute? 1,66 1,66 Meter. So, und jetzt mach mal gerade, ich bin 1,83 und ich habe noch 10 cm Platz. Das heißt, du kannst bis 1,90 Meter, 1,95 Meter geht das hier. Ja, Das ist stark. Also das ist die Küche. Das Besondere an der Küche ist, ihr habt helle Hölzer verwendet. Alles ist ganz modern mit dem Grau und dem Holz. Und ihr habt hier oben graue Oberfronten verwendet, die das Ganze unglaublich groß erscheinen lassen. Das heißt, ihr habt viel Raum. Genau. Das ist hell und das ist wie normal wie zu Hause. Ne? Wenn man helle Wände hat, das ist auch natürlich viel Raum. Ihr habt ein riesengroßes Fenster, habt ihr hier drin. Das ist jetzt im Moment das Cockpit. Da sind noch ein paar Feinheiten, die da sind. Das ist nicht final. Genau. Der wird meistens ja auf Fiat gebaut. Genau, der wird meistens auf Fiat gebaut, aber auch diese Peugeot ist nicht Standard Peugeot, was wir immer haben. Wir haben immer auch mit Navi, ist ein bisschen anders die Chassis ausgestattet. So, da kommen auch andere Sitze rein. Genau. Da geht es aber jetzt gar nicht drum. Es geht ja um das Layout. Fangen wir mal an. Das heißt, du kannst dir diesen Sitz drehen und dann hast du hier die Möglichkeit, vielleicht nehmen wir mal ganz kurz den Jacek mal mit dazu, Genau. dass du den mal kurz rufst, der das mal zeigt. Hallo Jacek. Jacek und Peter, wir brauchen mal kurz deine Hilfe. Ja, gerne. Mach mal kurz auf. Please come in. Jacek, come on. Show me, because if you please could turn the seat for us, the front seat. Genau. Yeah. Der Peter macht das mal gerade. Er dreht mal gerade den Sitz für uns. Stay with me, please, Jacek. I need you. Because space is everything. Raum ist alles. Yeah, for us it's really important to get the feeling there is lots of space inside because we don't like the claustrophobic interiors. That's why we try to make the balance between the functional solution and the design, the feeling we wanted to get. Also was die Leute nicht wollen, ist klaustrophobisch irgendwo sich durchzuquetschen und du hast irre viel Platz. Also man hat nur 2 Sitze, du brauchst aber zu zweit ja nur 2 Sitze. You only need two chairs with 2 people. Yeah, that's why it's, you know, this is the first, our model was dedicated for the 4. So there was the bench and was the front seats. But in this case, this model is only 2 seats because it's enough, you know, if the car is dedicated for the 2 people, I think that 2 seats is enough. Er hat gesagt, also zwei Sitze sind vollkommen okay. Sie haben noch einen anderen Grundriss für bis zu 4 Personen. Please sit down, that we see your size, Jacek. Yeah, my size. No, your size is almost 2 meters. 2 meters 81. No, your own size. You are 1 meter. 1 meter? 1 meter 85. 81. 1,81 Meter ist er und das können wir gleich mal zeigen, denn das Auto ist auch für große Personen. Du kannst richtig drin stehen, du hast keine Platzangst hier drin. Wir sind in einem Kastenwagen, das musst du ja immer noch sagen. Ich gehe jetzt mal ganz bis zum Ende, zeige das mal gerade, wie groß das Ganze ist. Ich kann es gar nicht fassen. Es gibt
keinen vergleichbaren Grundriss, oder, Peter? Das gibt es nicht. Das ist einzigartig, diese Grundrisse, wo wir haben mit Affinity. Ja. Ob der Duo oder das erste Auto mit 4 Schlafplätzen oder 4 Sitzplätzen und der Duo jetzt für 2 Personen optimal. Auch hier dieser Raum, man kann überlegen, was kannst du alles machen. Wenn du einen großen Hund hast, der hat hier einen tollen Platz. Ja, da wo ich jetzt gerade bin, das ist so. Dann kann man den Tisch, wenn du für mich den noch mal gerade mal zusammenbaust, dass wir das noch einmal gerade zeigen, wie das funktioniert. So, das heißt, man faltet ihn zusammen. Wie funktioniert das? Du musst du erst den Sitz drehen. Okay, der wird gedreht. So, dass der weg ist. Halt, das muss ich runter machen. So, muss sagen, du hast den Wagen erst seit gestern das erste Mal gesehen, ja? Das ist ja normalerweise eine Sache von Sekunden. Das hat man ganz schnell. Sitz ist gedreht. Dann? Zack, hier den Knopf drücken. Ja. So, und dann wieder reinfahren. Fertig. Fertig. Es geht nachher mit dem anderen Captain Chair geht's etwas leichter, weil dann die Bedienhebel hier an der Seite ist von Drehmechanismus und nicht hier an der Seite oder am vorderen Teil. Genau, das können wir auch gleich mal zeigen, das Ganze. Toll ist auch der Kühlschrank, der, ich sag mal von der Position her, auch einzigartig ist. Den kann man rechts und links anschlagen. Ja. Der ist jetzt links angeschlagen. Ja, weil wenn der Tisch da ist, macht es eigentlich mehr Sinn, wenn er links angeschlagen ist. Man könnte es ändern, oder? Man kann das ändern, klar. Das braucht man nur hier umbauen. Und ich kann auch, wenn mir jetzt der normale Platz hier nicht reicht für 2 Personen, könnte ich sagen, das Gefrierfach lasse ich weg, ziehe es raus und dann habe ich noch mehr Platz. Stark. So, ihr habt indirekte Beleuchtung, habt ihr überall drin. Jetzt haben wir sehr viel Licht im Moment hier drin. Ja. Aber ihr habt ganz viel Licht in den Wagen. Das kennt man schon. Licht ist alles, oder? Das heißt, also wenn du zu wenig Licht hast oder schlechtes Licht, dann wirkt das Auto ganz anders. Aber das Licht hier, du hast überall Leuchtstreifen, die drin sind, wirkt ganz edel. Nee, das ist auch, du kannst jetzt, klar, wir haben jetzt viel Sonnenlicht, aber in der Nacht, du kannst eine wunderschöne Ambiente-Beleuchtung machen. Du brauchst nicht alles anmachen, sondern nur die verdeckten hier. Und wenn du Volllicht brauchst, klar machst du alles an. Ich habe da oben nochmals Lampen hier im vorderen Fenster, wo ich auch dimmen kann, entsprechend. Okay, das heißt, ich habe auch ein helles Putzlicht, wenn ich das brauche. Genau. So, ja. Vorne hast du Ablagen nochmal mit drin. Dann hast du ganz viele offene Lichtfänger, nenne ich sie jetzt mal, also die das Auto unglaublich hell machen tagsüber. Sehr viel Licht. Ich kann aber auch in der Nacht, kann ich quasi oder am Tag das Fliegengitter zumachen oder ich habe hier das Verdunklungsrollo, das habe ich an allen Fenstern. Ich habe hier einen speziellen Lüfter über dem Herd, einen Lüfter, wo elektrisch betätigt ist, auch mit Regensensor. Ich kann die Luft nach draußen, wenn ich koche, oder die Luft nach drinnen, wenn ich einfach Frischluft haben möchte. Ein Max-Fan, der ist sehr leise. Das heißt, man kann ihn auch laufen lassen, wenn man schläft. Das ist das Coole. Also ich finde ihn leise. Du guckst jetzt so komisch. Du musst erstmal den anderen Lüfter nehmen, den ganz großen Dometic. Auf kleinster Stufe klingt das schon fast wie so eine Dunstabzugshaube. Der ist viel leiser. Okay, Ja, okay, absolut. alles klar. Ja, ich kenne jetzt halt nur den, aber nee, ist okay. Also Hauptsache ich habe im Sommer, wenn es richtig heiß ist, dass ich eine Belüftung habe. Ich kann aber auch natürlich eine Dachklimaanlage montieren. Wenn ich ein Dachklima noch drauf mache, fällt dieses Fenster weg und kommt dann hier die Dachklima rein. Es zählt jedes Kilo. Viele wollen ja unter 3,5 Tonnen bleiben, was da ist. Man kann ihn auflassen. Das geht. Man kann ohne Probleme auflasten auf 4,25 Tonnen. So. Aber ich würde fast sagen, beim Zweisitzer oder bei dem Duo muss das nicht notwendig sein. So, wir zeigen mal gerade. Wir rechnen das ganz genau aus. Das ist das Kochfeld. Mach mal bitte auf. Ja, gerne. Das mal zeigen. Man hat an der richtigen Stelle auch mit dabei 2 Flammen Und man Kochfeld. PEZ-Zünder und hier dann Selbstzünden mit Piezo. Dann hast du auf der rechten Seite hast du deine Anschlüsse. Da hast du den USB einmal mit drin. 12 Volt, 230 Volt. So, natürlich geschützt So. das Ganze. Genau. Unten drunter hast du ein paar Schubladen für Besteck. Überall, genau. Also hier kann ich habe ja 2 Gasflaschen draußen. Also die Truma 4E ist serienmäßig, also mit E-Stäbe, Elektrostäbe. Und überall Stauraum ohne Ende. Ja. So, das Dach ist komplett aus GFK. Das ist erwähnenswert. Ja, aber nur, also das ist nicht genau GFK. Das Material ist ein spezielles Kunststoffmaterial. Das wird quasi bis hierher aufgeschnitten und ab hier ist wieder das normale Blechdach vom Kastenwagen.
Aber dadurch habe ich mehr Raumhöhe, ich habe mehr Raumgefühl, wenn ich nach vorne gehe, haue ich mir nicht den Kopf an. Ich arbeite ja mit diesem Auto immer mit einem Hochdach, das ist der H3 bei Peugeot oder Fiat. Deshalb haben wir auch den doppelten Boden. Okay. Und wir haben nichts außerhalb vom Auto. Es ist alles im Auto drin, das heißt, ihr könnt nichts eingefrieren. Das ist wichtig. Das heißt also auch Tanks, Abwassertanks, Frischwassertanks, alles im Auto. Der Grauwassertank sitzt genau da, wo du jetzt stehst. Der läuft hier entlang. Hier habe ich eine Revisionsluke, wo ich dann auch mal durchspülen kann, den Tank. Dann habe ich hier ein kleines Staufach noch. Das habe ich noch nicht probiert, aber es müsste normalerweise die Weinflasche müsste reinpassen. Das Bett ist jetzt hier. Warte mal kurz, ich mache mal gerade die Tür zu, da haben wir ein bisschen mehr Möglichkeiten, den Kontrast spielen zu lassen. So, das Bett wäre jetzt für eine Person perfekt, aber wenn man zu zweit schlafen möchte, geht noch mehr, oder? Da geht noch mehr und vor allem jetzt hier am Tag, wenn ich so habe ich natürlich auch einen besseren Platz, dass ich durchgehen kann. Ansonsten ziehe ich das Bett einfach hier raus, klappe das hier runter und jetzt habe ich fast 1,40 Meter Breite. So, und das heißt also für Leute, die sagen, ich will aber gern 2 Längsbetten, 2 Meter Breite, 2 Meter Länge, ist es nicht geeignet. Aber ich sag mal, du musst ja auch sehen, welche Vorteile du hast mit einem Auto. Länge 6,40 Meter? 6,40 Meter, ja. 6,40 Meter. Überleg mal, du kommst auf jeden Campingplatz. So ist es. Ja. Genau. Und du bist so vom Plot her, du kannst in Innenstädte reinfahren, du kriegst eigentlich noch Plätze, wo du mit dem großen Wohnmobil, das sage ich aus eigener Erfahrung, also wenn du über 8 Meter bist, kriegst du eigentlich in der Hauptsaison, wenn du nicht reserviert hast, keinen Platz mehr. Ist ja schwierig. Ja. Und da kann ich gerade mit dem Affinity in die Stadt reinfahren. Ich kann mal parallel an der Straße parken, tue die Spiegel einklappen und finde eigentlich immer ein Plätzchen. Ist da noch Raum drunter unterm Bett? Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Kann ich jetzt hier nach oben machen? Nein! Guck mal an. Das gibt's doch nicht. Du hast jetzt, sagen wir mal, für kleinere Sachen, Flachen, kannst hier was reinlegen, da. Und hier ist quasi der Zugang zum Frischwassertank. Das Volumen? Gell? Der Frischwassertank hat 200 Liter. 200 im Kastenwagen? 200 im Kastenwagen. Ja. 200 Liter, ist der Hammer, gell? Und das ist auch nicht alles billig gemacht. Hier, guck mal, Gasdruckdämpfer mit dabei. Du hast hier nochmal entsprechende Verstärkungen aus Alu gefräst. Dann das siehst du die Qualität. Guck mal hier oben, das Lattenrost, wie das gemacht ist. Das ist so ein Teleskoprost, was ineinander übergeht. Der Schlafkomfort, ich nehme an, du hast selber schon benutzt? Ja, also in dem noch nicht, weil der ja ganz neu ist. Aber im anderen Affinity eine super Matratze und auch der Lattenrost sehr gut. Ja, Affinity bei Carbe. Ich fahre ja selber auch ein Carbe im Moment. Die Qualität hervorragend, wintertauglich ist Carbe, das sagt man denen nach. Ja. Wie sieht es denn hier aus? Wir haben Schnee gerade draußen. Klappt das? Ja klar, man kann eigentlich sagen, dass er winterfest ist. Ja. Ja, weil wie gesagt, durch den doppelten Boden und nichts außerhalb vom Auto ist, kein Grauwassertank, gar nichts. Ja. Und das ist eine Top-Isolierung wahrscheinlich. Das heißt also, du musst nicht ultra viel heizen, weil ich gesehen habe, dass ganz viele Fenster jetzt auch, ich sag mal, doppelt verglast sind, die drin sind. Das sind Seitsfenster? Seitsfenster sind das, ja. Also sind die Rahmenfenster, wo du einmal die Verdunklung machen kannst. Was auch nochmal viel bringt für die Strahlungskälte. Genau. Oder halt das Fliegengitter dann für den Sommer. So, dann hast du an der Seite, guck mal hier, wie schön das gemacht ist hier mit so einem Velour, das an der Seite da ist, das hier nochmal gesteppt mit Nähten. Und das Heck, das macht unglaublich viel aus, dass du da, wo der Kopf wahrscheinlich liegen wird, da nochmal so ein Designelement hast, was aber auch funktionell ist. Das macht so ein Feeling wie, ich sag mal, in einem Nobelhotel so ein bisschen, oder? So ist es halt auch im Kopfbereich oder wenn einer außen liegt, wie du gerade gesagt hast, mit dem Velour oder mit diesem Stoff, ist es alles angenehmer, als wie wenn du an der nackten GFK-Wand oder Kunststoffwand liegst. Es riecht nicht. Auto ist ganz neu, Prototyp gebaut, er stinkt nicht nach Kleber. Er dünstet nicht aus, riecht nach Holz, also nach neu. Es ist aber nicht Chemie irgendwie. Nein, das ist fast eigentlich wie wenn du im Holzhaus bist. Gell? Das riecht immer neutral oder ein wenig nach Holz, gell? Und nicht nach Kunststoff oder Kleber. So, lass mal kurz gucken. Was immer fehlt bei Kastenwagen sind Kleiderschränke. Und da haben sich die Leute von Affinity einiges überlebt, denn sie haben vieles ausprobiert. Du hast eine richtige Schrankwand drin. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt über die Tiefe. Da bin ich auch, da hat mich selber überrascht. Ich habe eigentlich 2 Kleiderschränke. Gell? Ja. Einmal für die Frau oder wenn sie es trennen für den Mann. Gell? Und die Tiefe ist eigentlich nicht schlecht. Klar, warte, ich zeig das mal gerade. Das heißt, du kannst da T-Shirts reinhängen, du kannst Jacken reinhängen. Sakko reinhängen.
Gutes Abendkleid, das wird nicht ganz reinpassen. Warte, ich zeig's mal unten gerade. Ja. Wenn du mal gerade deine Hand da reinhältst, dass man mal, das sieht von der Tiefe unten mal, die Hand mal drauflegst. Und hinter? Genau, einfach mal drauflegen, dass man mal sieht, wie groß das ist. Also unten schätze ich mal, sind es so gute 20, 25 Zentimeter Tiefe, die Genau. du hast. Ich denke mal, so T-Shirts bei mir kriege ich so 20 Stück da rein. Ich kann dir das gleich mal zeigen. Bei mir, ich nehme nämlich immer für die Drehs mal 20 trotz Waschmaschine, 20 T-Shirts mit, die ich habe. Und die nehmen nicht viel Platz weg. Gut. Dann ist aber oben noch Platz. Zeig mal bitte. Ja, oben genauso. Auch keine Push-Locks, das ist auch interessant. Das heißt, die halten von selber, sie springen nicht auf plötzlich. Ja, das ist ein spezieller Beschlag. Ja, ich will jetzt da jetzt keine Werbung machen, aber bei der Firma habe ich gelernt. Bei Heffle. Ja, habe ich gelernt. Da habe ich die Lehre gemacht als Groß- und Außenhandelskaufmann, weil ich komme aus Nagold ursprünglich und da habe ich gelernt und das sind die Beschläge. Ist auch witzig, gell? Weil die Leute natürlich den Preis erstmal sehen. Sie schließen Softclose. Die Softclose, genau. Und wenn wir jetzt hier schon die Öffnung haben, dann kann ich auch den Platz der Aufbaubatterie zeigen. Ist also auch sehr gut zugänglich, mal, wenn was sein sollte. Ich kann es aber auch mit Bluetooth mit dem Handy verbinden, dass ich immer den Ladezustand habe. Oder oben am Panel. So, was habt ihr da verbaut an Batterien? Was drin? Also das ist jetzt ein 140er. Wir bieten aber an bis 200 und zwar... Lithium, immer Lithium. Das ist Standard, ja, Entschuldigung. Lithium ist immer Standard. Standard ist die 120er, dann die 140er, die geben Aufpreis und die beste ist dann, oder die stärkste ist die 200er. Wir Stark. bieten aber auch gleich an, ab Werk, einen Wechselrichter, wenn es einer möchte. So, das heißt, ich habe dann im Auto immer 230 Volt. Ja. Ist noch Platz für eine Solaranlage drauf oder wird es schwierig? Ja, massig. Wir haben Platz einmal für die Flexanlage, das sind die leichteren, bis zu 270. Und die andere Solaranlage, also der Klassiker, bis zu 370. So, das heißt, Flex bedeutet sehr leicht. Ja. Man sagt der Flex so ein bisschen nach, das ist gefährlich, sie wird sehr warm, sie hat keinen Abstand, kann nicht kühlen. Hat sich das mittlerweile erledigt? Klappt das? Also wir haben die Flex jetzt seit einem Jahr drauf und haben bis jetzt keine Probleme. Keine Probleme. Also die wird auch nicht zu heiß. Nein. Das ist oft der Tod von Solarzellen, wenn sie zu heiß werden. Aber ich bin sehr gespannt. Sie ist sehr leicht, weil ich habe gesehen, die Flex wiegt so um die 16, 17 Kilo nur, die große. Die große Flex, die wiegt nur 6 Kilo. 6 Kilo? Ja. Wahnsinn, das ist eine Folie quasi, oder? Ja. Ja, die Also man ist auch aber schon in den Rahmen drin und es ist schon Luft dazwischen, gell? ist schon Luft, deswegen funktioniert es. Deshalb funktioniert es, genau. Die Preise, ich habe es eben kurz erwähnt, das hier ist kein normaler Van. Das kannst du mit nichts vergleichen. Das hier ist eigentlich vom Platz her ein kleiner vollintegrierter. Also wenn ich jetzt hier mal durchgucke, du hast irre viel Platz, wie du ihn meistens bei den kleinen vollintegrierten hast, Carthago oder sowas, die ja ganz anders sind. Das ist kein Van-Feeling. Viele wollen ja Van-Feeling haben und er lässt sich extrem gut fahren, weil er genauso breit ist vorne wie hinten. Das heißt, also du hast keinen Aufbau, der breiter ist. Ja, das ist so. Er fährt sich wirklich fast wie ein PKW. Man muss auch sagen, ich bin jetzt den neuen Fiat schon gefahren, wirklich klasse. Mit der Automatik. Wir bieten ja quasi den Peugeot mit Schalter an und den Fiat mit Automatik. So, hier ist er. Ja, hat auch seine Fans, ist auch natürlich eine Preisfrage. Der Peugeot ist, glaube ich, fast 8.000 €. Wenn man jetzt die Automatik rechnet, fast 10.000 €. Ja, teurer. wir hatten ja jetzt in letzter Zeit, egal welche Marke, ganz schöne Preiserhöhungen. Und der Peugeot ist jetzt auch teurer geworden. Es sind so rund 5.000 € Unterschied. Und die spiegelt sich darin, wir haben einmal die Automatik. Dann haben wir ja beim Fiat auch das große 10 Zoll Radio Navi drin. Wir haben die elektronische Parkbremse drin. Wir haben, das Radio habe ich schon gesagt, LED-Scheinwerfer haben wir dann auch drin. Full LED. Full LED ist also im Standardpaket drin. Komm, wir zeigen mal gerade die Eingangstür. Auch die ist jetzt beschlagen. Ja, das ist jetzt auch neu. Wichtig ist ja Lautstärke. Das heißt, es darf nichts rappeln. Sind die stark am Rappeln, hier Infinitis? Klappern, rappeln, es klappert ja immer ein bisschen. Aber Also ich würde sagen, es klappert nur das Besteck, wenn man es nicht richtig reingeht. also es ist wirklich das alltagstauglich. ist Hammer. Ich kann es also auch als ganz normalen, also viele gehen ja hin, kaufen sich nur ein Auto bei 6,40 Meter. Klar muss ich gucken, wo ich parke. Ja. Beim Lidl klappt es ja immer. Also wenn ich zum Edeka fahre, parke ich ganz hinten, da kriege ich immer einen Platz und so weiter.
ich sag mal, kann man das nutzen als einziges Auto oder ist das zu laut für Dauerbetrieb? Nee, laut würde ich überhaupt nicht sagen. Es ist ja dann vielleicht eher die Länge. Gell? Aber wir haben wirklich sehr viele Leute in der Kundschaft, wo das als Büromobil, als Arbeitsstätte benutzen. Wir haben Gourmetküche, wir haben Anwälte, wo in ganz Deutschland rumfahren mit so einem Auto. Und das tagtäglich benutzen. Ganz dezent, du kannst nämlich hier einfach mal am Straßenrand stehen, fällst nicht direkt als Wohnmobil auf. Du könntest jetzt, was weiß ich, irgendeine Bauwagen-Einsatzleitung oder sowas draufschreiben, ja, damit du unerkannt bleibst. Das hier vorne ist auch sehr, sehr schmal geraten. Alles ist darauf ausgelegt, nicht im Weg zu stehen. Und wenn du jetzt mal hier den Eingang siehst, das Fliegengitter lässt sich jetzt auch noch schließen. Und das ist ist oftmals nicht der Fall. Wenn du es gerade mal zumachst, bitte. Ja. Das heißt, ich kann es auch geschlossen lassen. Und jemand könnte jetzt das halb geschlossen zum Beispiel lassen, dass ich nicht jedes Mal ganz auf und zu machen muss. Ich könnte es zum Beispiel hier stehen lassen und dann einfach, wenn die Tür dann offen ist, komplett schließen, weil dieser Beschlag, durch diesen Beschlag geht es nicht, weil dann wird sie beschädigt, wenn ich die Türe zuschlagen würde, wenn das Gitter zu ist. So, hier ist noch Platz, zeig mal bitte. So. Da unten drin in dem Sideboard hier, was eingebaut ist. Guck mal hier, die beiden Schränke. Die haben wir noch gar nicht fertig, stimmt? Ja. So, auch nochmal schön Platz für Geschirr und so weiter. Da gibt es ja entsprechende Steckmodule, wo man dann das Geschirr reintun kann. Hochkant kann man das dann machen. Hochkant macht man das rein, genau. So, das Ganze ist dann gelagert, glaube ich, auf Schaumstoff, dass es nicht klappert. Ja. Das gibt es fix und fertig. Das gibt es fix und fertig zu kaufen. Und drüben an den Schubladen waren wir auch nicht ganz fertig. Da kann man jetzt natürlich auch, wir haben glaube ich bloß die obere angeschaut, hier haben wir natürlich Platz für Besteck als Beispiel. Und je nachdem, klar, ich kann hier höhere Gläser, da müsste sogar ein Weizenglas reingehen. Und da unten auch nochmal ein schöner Platz. Aber klar, man muss es schon, dass es keine Klappergeräusche gibt, sauber verkleiden. So, es wird noch besser, die Oberschränke. Ja, genau. Also jetzt müssen wir uns selber überraschen, jetzt müssen wir gucken. Also da haben wir auch Tiefe drin, dass du quasi auch mal einen Pullover reinlegen kannst. Größere Kleidungsstücke. 2. Jetzt machen wir erst das. Ja. Und vor allem, das ist ein guter Zugang hier, gell? Da kommt, ob groß und klein, kommst du hier sehr gut hin. Und jetzt kommt, wer möchte, kann hier einen integrierten TV haben. Ein Karatec, guck mal, da habe ich gedreht letzte Woche. Echt? Okay. Ja. Beim Chef von Karatec. Ja, also was wir relativ gut verkaufen, ist jetzt diese Oyster Connect, wo du quasi dein eigenes Wi-Fi-WLAN dabei hast und dann verbunden mit so einem TV. Ich kriege eine neue 5G Fritzbox, die haben sie mir zugeschickt, eine ganz neue, Cool. Kommt jetzt auf den Markt. Die macht sogar Handover während der Fahrt. Ja. Die kannst du einfach reinmachen. Hammer. Also ich habe gar keine Sattanlage mehr am Dach, weil die brauchst du heute nicht mehr, oder? Ja, eigentlich schon. Gell. Deshalb auch die Oyster Connect ist was Ähnliches, wo dann Wenn du mal so lieb bist, die mal rausziehst, dass man mal sieht, wie es geht. Ich nehme an, du hast es noch nicht gemacht, oder doch? Ich sehe es schon, wo es ist. Da ist der Hebel. Ja. So, das heißt, du kannst es richtig rausziehen und Also dann... du kannst jetzt einmal von vorne, Ja. wenn die Sitze beide gedreht sind, oder du drehst ihn halt dann so weg, dass du dann vom Bett aus gucken kannst. Ja. Ist dann eigentlich, ich gehe mal weg, dass du besser filmen kannst. So, da gibt es auch verschiedene Halterungen, die man dann wahrscheinlich auch nochmal neigen kann. Aber das ist eigentlich eine optimale Lösung. Ansonsten, ganz ehrlich, ich gucke ja viel mit dem Notebook. Dann habe ich so eine kleine Soundbar mit dabei. Also wer es gerne haben möchte, das geht. Hier vorne ist eine kleine Ablage drin fürs Handy. Auch noch, ja, Und genau. zwar direkt. Die Ladestation. Die Ladestation ist drüber. Ja, USB. Das ist schön. Du hast auch überall nochmal 12 Volt Steckdosen. Das heißt, wenn du USB-C hast, einfach Adapter bestellen, Genau. im Internet reinstecken, geht. Ja, Cool. kein Problem. So, jetzt kommt's. Das Allerbeste. Da war noch ein kleiner Schrank, oder? Wenn du den mal kurz aufmachst. Den haben wir auch noch nicht aufgemacht. Da ist noch Platz. Da ist noch mal Platz. Und jetzt kommen wir in den Nassbereich oder Badebereich. Da habe ich einmal hier oben für Duschmaterial. Stopp, warte mal kurz. Alles mit Rausfallschutz. Das heißt, das geht sehr tief runter. Ja, genau. Genau, das heißt, hier kannst du auch wirklich deine elektrische Zahnbürste reinstellen. Ich zeige das mal gerade, es geht ein gutes Stück runter. Ja. Denn das Problem ist immer die Munddusche bei mir, die geht nämlich nicht rein bei den meisten Halterungen. Du bist, wie groß bist du? 1,78. 1,78. Hier kann ein 2-Meter-Mann duschen. Mit etwas. Ja. Ja.
Geht Also, schon, aber 1,78 mach mal zu, bitte. Aber toll ist halt, dass ich diese getrennte Nasszelle habe, gell, diese Dusche. Und nicht irgendwas umbauen muss. In einem Kastenwagen, überleg mal. Ja, aber die Dusche mache ich jetzt lieber nicht an, nachher ist Wasser drin. So, da ist er drin. Unten läuft das Ganze ab. Wir im Kastenwagen sind, gell? Wir sind im Kastenwagen. So, dann hast du einen Riesenspiegel. Du hast nochmal einen extra Lüfter. Das heißt, du kannst auf Durchzug das stellen. hat die Erfahrung gezeigt, auch beim Affinity 1, sage ich mal, dass du im Nassbereich einen starken Lüfter hast, Luft rein, Luft raus. Egal, ob du vom Skifahren kommst oder mit dem Laufen vom Hund, du brauchst es ganz einfach, dass die Feuchtigkeit rausgeht. So, Waschbecken. Runter. Warte, ich zeig mal ganz kurz das Waschbecken. Lass das da unten mal offen. Kannst ruhig auflassen, dass wir das mal sehen. Wir haben eine Truma 4E hier drin. Standard. Hast du es eben schon gesagt, Elektropaket. Das heißt, ich kann sowohl mit Gas als auch mit Stromanschluss heizen. Ja. Dann die Toilette optimal platziert. Das heißt, du kannst bei geschlossener Tür, wenn du dich mal gerade hinsetzt, bitte, Ja. die Beine mal in Richtung Dusche. Das geht auch anders. Das ist schon gestellt so und da kann ich dann auch hier zumachen. So, und hast dann Ruhe. Habe ich meine Ruhe und durch den Lüfter, du Platz. brauchst keinen Sog hierfür, weil der Lüfter oben drüber machst du an. Nein. Dann ist der Luftaustausch ruckzuck. nein, das muss wirklich nicht sein. Noch bleib mal gerade da sitzen. Ich zeige mal gerade den Gesamtraum. Bitte, dass wir das mal sehen. Also wir sind im Kastenwagen 6,40 Meter. Das muss man immer noch erwähnen. Ja. Und ich habe das heute Morgen noch getestet, weil ich bin da ein bisschen empfindlich. Man kann jetzt hier bei dem Waschbecken ohne Probleme seine Zähne Ja. putzen, ohne dass du irgendwelche Flecken hier drauf machst, sondern du hast genügend Platz, dich über das Waschbecken zu beugen. Also es ist nicht zu klein. Das ist ganz wichtig. Hier vorne hast du die Spülgläser, die übrigens wieder in Mode gekommen sind, weil du da wirklich alles reinstellen kannst, von Zahnbürste bis was weiß ich. Ja, die werden ja meistens nicht benutzt, um daraus zu trinken, sondern ich sag mal, dort werden die Sachen abgelegt. Ob das jetzt der Pinsel ist für das Make-up. Ja. Aber das ist schön gemacht aus Porzellan. Und hier habe ich einen Klopapierhalter, haben wir auch neu. Und hier für die Handtücher. So, und da ist der Klopapierabroller. Da sind die Handtücher. Die Dusche nochmal. Ich zeige das nochmal gerade, dass man das mal sieht. Du hast den Ablauf. Okay, passt. Ja, jetzt gibt es ja Leute, die sagen, brauche ich jetzt noch eine Hubstützenanlage, dies und das und jenes. Dann kommst du wahrscheinlich um die Auflastung nicht drum herum, oder? Das heißt, wenn du den nochmal so richtig vollknallst mit so richtig tollen Sachen. Gastank wird schwierig, weil wahrscheinlich die Bodenfreiheit gibt es nicht hier, oder? Flüssiggastank tun wir immer wieder montieren. Ja. Und zwar hinter der Hinterachse. Und da haben wir genügend Platz. Das Volumen vom Tank? Was geht Das sind so rund die 30 Liter. Ja. Gell, Okay, das heißt, ich kann tanken an der Tankstelle. An der Tankstelle, ja. Wir haben ja auch in der Option hier eine Alugasflasche, eine befüllbare. Und die tust du dann quasi auch an der Tankstelle befüllen. So, das heißt 30 Liter sind ungefähr 2 Flaschen. Kommt das ungefähr hin? Fast 3. Fast 3. Fast 3, ja. So, die du einfach befüllen kannst. Man kann die Gasflaschen ja noch halten. Kann man denn umschalten zwischen dem Tank und den Gasflaschen? Geht das? Oder fliegen Nein, die ich raus? mache dann, wenn einer die Flüssiggasanlage Unterflur möchte, dann mache ich nur die hin. Und dann habe ich natürlich einen riesen Platz noch, weil ich ja keine Gasflasche mehr brauche. So, ihr seid ein Meisterbetrieb. Ja. Das heißt, ihr könnt in der Werkstatt einiges machen. Wie lange seid ihr schon im Wohnmobilgeschäft? Im Wohnmobilgeschäft sind wir jetzt richtig feste, so seit 5 Jahren. 5 Jahre. 5 Jahre. Aber du hast echt viele Ahnung. Das heißt also auch so Sonderwünsche, wenn jetzt einer kommt und das hätte ich gerne. Ich sag mal, der Kunde soll ruhig mal den Wunsch an euch richten, oder? Ja, also wir können wirklich fast alles machen. Also ich muss halt sagen, ich bin im Boot aufgewachsen und ein Boot ist ja nicht viel anders wie im Wohnmobil, nur dass es auf der Straße fährt. Und wir versuchen halt fast alles möglich zu machen. So, da ist nochmal die Steckdose. Ja, das ist nochmal eine. Wenn jetzt Ja. zum Beispiel das Bett ausgezogen ist, kommst du natürlich besser an die Steckdose ran. Die Qual der Wahl. Also der Duo ist natürlich sehr gut, der Grundriss. Enkelchen wird stark überschätzt, ja, sage ich immer. Oft fährt es ja gar nicht mit, das Enkelchen. Und die Leute verbauen sich den Raum dann komplett, weil sie sagen, ich will unbedingt eine dritte Person dabei haben. Aber für 2 Personen ganz groß, für eine Person, jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch der Grundriss, oder? Ja, so ist es. Also wir haben wirklich immer mehr Leute, wo alleine oder zu zweit fahren.
und wirklich dann das Enkelkind halt nicht dabei ist. Und für die Leute ist das Auto eigentlich das Richtige. Ansonsten, gehen wir ja nachher noch in das andere Auto rein, kann ich ja den normalen Affinity nehmen und dann als Dreischläfer und dann kann das Enkelkind unten schlafen oder beim Vierschläfer oben. So, der Dachhimmel, aus welchem Material ist das? So ein Velour? Oder was? Da müssen wir mal Ein Stoff, oder? fragen. Das ist ein Velourstoff. Ist das weich, wenn er mal ging? Das ist ganz weich. Ganz weich. Ja. Okay, cool. Das heißt, das nimmt nochmal die Feuchtigkeit ein bisschen auf. Die Feuchtigkeit ist ja auch nochmal Dämmung dazwischen. So, dann hast du überall, ich zeig das mal gerade, so Gummileisten mit drin, dass es ja nicht irgendwie quietscht, rappelt und so weiter und abgeschlossen ist. Ja, das ist eigentlich auch so eine Art Kederleiste, wo die Verbindung zwischen dem Holzteil und... Die schwimmen, gell? Ja, genau. Das ist ganz wichtig, weil Das ist du das hast ja auch leichte die- Verwindungen, Ja. hast du mit drin. Und Genau. damit es nicht rappelt und knackt und so weiter. Das Coole hier ist natürlich auch die Sicherheit beim Kastenwagen gegenüber dem Teil- oder vollintegrierten. Man sieht ja leider schon mal Fotos, wo es zu Unfällen kommt. Beim Kastenwagen hast du natürlich die komplette Integrität. Das ist nicht zu unterschätzen. Ja, das ist ein großer Unterschied zum Teilintegrierten. Die Sicherheit, auch was den Aufbruch oder Einbruch von den Autos betrifft. Gell? Den kannst du natürlich leichter schützen wie ein Teilintegrierten oder vollintegrierten. So, man weiß ja, wie man so einen Standard Ducato ja knackt, auch ein Ducato 8. Da habt ihr natürlich Mittel und Wege, ihn, ich sag mal, für relativ moderaten Aufwand schon mal nicht so leicht knackbar zu machen, oder? Ja, das Wichtigste ist, dass man nach der Fahrertüre guckt. Ja. Weil da ist der Punkt, wo du relativ leicht rein... Schraubenzieher. Ja. Ich will ja keine. Es gibt Anleitungen im Internet, da kann man sehen. Also da gibt es ein Blech, da gibt es Sachen, man kann Alarmanlage einbauen, das geht alles. Lithium finde ich toll, dass sie direkt das quasi nur noch ausliefern mit Lithium. Es soll ja heute noch Hersteller geben, die im Premium-Bereich noch Bleigel bauen oder AGM. Nein, das haben wir jetzt, seit es Affinity gibt, von Anfang an haben wir gesagt, wir brauchen das. Und das haben sie relativ schnell umgestellt, da Standard Lithium ist. Hat auch ein Gewichtsproblem. Oder ein Vorteil natürlich. So, komm mal gerade raus, bitte. Dann gehe Soll ich ich. das wieder reinmachen? Ja, kannst du gerne reinmachen. Schauen wir nicht, dass wir Dann- uns nachher noch den Kopf anhauen. Dann gehe ich nämlich mal ins Bad nochmal alleine rein, dass wir den ganzen Raum nochmal sehen. Okay. Soll ich rausgehen dann, oder? Nee, du kannst ruhig hinter mich Bleib gehen. hier. Okay. Genau, ich brauche dich nämlich nochmal kurz, dass wir das nochmal zeigen. Also, hier ist das Bad, großer Spiegel. Linke Seite hast du deine 230 Volt Steckdose, ganz oben natürlich, dass sie nicht nass wird oder werden kann. Hier oben war nochmal ein Fach, das haben wir gesehen für Zahnbürste und Co. Drunter hast du nochmal ein Fach mit Rausfallschutz. Dann hier der Halter für die Handtücher und das Toilettenpapier. Übrigens was Tolles, du kannst relativ lange Handtücher hinhängen. Das hast du normal auch nicht. So ist es. Oder halt die Jacke auch, wenn man es nicht braucht. Dann Dusche, 200 Liter Wasservolumen. Das ist ja schon eine Frechheit im Kastenwagen. Abwasser auch so viel? Oder Nein, da haben wir 100. 100 Liter Abwasser? Aber das Abwasser kann ich leichter weglassen, als wie wenn ich wieder Frischwasser holen muss. So, und das Ganze ist komplett hier da. Dann nochmal bitte den Stauraum noch mal zeigen hier drunter. Ja. So, unterm Bett. Vorne haben wir auch noch 2 Schränke vergessen. Ja, die zeigen wir gleich mal. Das sind noch 2 Schränke. Der Stauraum, den könnte ich ja den ganzen Tag zeigen. Der ist toll. Du hast hier was in der Hand, gell? Kann man das hochheben? Darunter war der Tank nochmal, gell? Der Frischwassertank. Da war der Frischwassertank. So, Das auch da kommt man ran zum Ja, Spülen, ohne reinigen. Probleme, genau. Ablassen ist wo? Ablassen zeige ich dir nachher. Ja. So, und dann haben wir hier, wenn mal an der Heizung was sein sollte, haben wir hier den Zugang zur Heizung. So, das heißt 4 Schrauben lösen, 4 Schrauben lösen, ja. dann kommt man an die Heizung ran. Sollte eigentlich nicht sein, aber man kommt ran. Nein, aber ich zeige jetzt nachher noch das Frostventil, da kommt man natürlich ran, das ist ja das Wichtigste. Die muss jetzt hier nur das wieder hochklappen. Dass der Boiler nicht zerstört wird, wenn Ja. es doch mal vergessen wird. Ja. Und zwar, wir haben hier nochmal 2 Fächer. So, einmal hier. Und hier habe ich oben nochmal ein Fach, schön. Und hier unten ist quasi die Heizung. So, da kommst du von der Seite auch ran und da ist das Frostventil, sehe ich gerade. Das genau. blaue hier vorne. Cool. So, 44 Minuten, die brauchst du aber auch. Ich hoffe, meine Videos haben dir so ein bisschen geholfen, dass die Leute, ich sag mal, das Thema Bettenumbau bei dem 3- und 4-Schläfer
nochmal gezeigt haben, weil ich habe ihn wirklich 2-3 Mal umbauen lassen. Es ist so genial gelöst. Das ist zwar jetzt hier nicht der Fall, aber der Grundriss hier, der ergänzt ja quasi dein Programm nochmal, oder? Ja, das stimmt. Also es ist wirklich was anderes. Es ist rein für 2 Fahrer, für 2 Personen oder eine Person. Und habe ich jetzt auch wirklich ein schönes großes Bett. Toll. So, Cockpit, Sitze bitte wegdenken. Da kommen diese Captain Chairs. Dann ist die Verdunklung, das System von Remis bleibt. Ja. Und du hast ein zentrales System, wo du sehr, sehr schnell vorne verdunkeln kannst. Das ist also oft, ich sag mal, schwierig, wo du rumfummelst. Wenn du mir das einmal kurz zeigst, wie das gemacht ist. Du ziehst es einfach nur hoch. Und das ist, glaube ich, eine zentrale Funktion, die Leute oft benutzen, dass du vorne einfach mal zumachst. Das ist super. Also ich kann es natürlich auch ganz raus. Ich persönlich lasse immer einen kleinen Schlitz frei, dass ich auch mal gucken kann, was ist denn in der Nacht los draußen. Und das ist eigentlich auch besser als, weil wir haben ja hier den Spurassistenten drin, die Kamera und Spurhaltung und Frontkollisionswarner. Und das geht einfach hier besser drüber. Als wie, wir haben jetzt quasi hier, das müsste Dometic sein, hier haben wir Remi an der Seite. An der Seite geht es dann hier raus. Warte, ich komme mal zu dir. Das ist jetzt ganz zu. Das heißt eine Sache von Sekunden. Dann ist das zu. Das ist toll. Und wirklich, hier hast du auch was in der Hand. Und jetzt auch bei Peugeot haben wir auch wirklich eine gute Ausstattung. Der hat Navi drin, der hat Rückfahrkamera drin, Lenkrad, Fernbedienung. Also wir haben wirklich, was Peugeot oder Fiat betrifft, die wichtigsten Options haben wir da reingepackt. Was alles im Standard drin ist. Muss ich jedes Jahr zu dir kommen zur Kontrolle, Dichtigkeit? Die Dichtigkeitsprüfung Beim Kasten, frage ich. muss nicht sein. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Bei uns Das heißt, muss es nicht sein. die sind dicht. Da, natürlich Teil- und Vollintegrierte ist vielleicht nochmal was anderes, aber da arbeitet vielleicht auch nicht so viel wie bei den Teilintegrierten. Genau, die ersten kommen nach 2 Jahren im Normalfall zum Kundendienst vom Basisfahrzeug. Und dann checken wir aber auch das ganze Auto durch, was den Aufbau betrifft, was den Umbau betrifft. So, wir holen mir den Jacek, mit dem mache ich jetzt mal eine Tour. Okay. Wir zeigen mal gerade noch mal das Display, wenn du mir das mal kurz zeigst. Das flackert jetzt ein bisschen in echt, aber nicht. Nee. Du hast beide Aufbaubatterien und Fahrerbatterie mit dabei. Ja, dann habe ich jetzt quasi hier Wasserstand, Frischwasser, Abwasser. Dann die Außenbeleuchtung ist auch serienmäßig mit dabei. Also die LED-Beleuchtung unterhalb der Markise. Das ist so eine Art Regenrinne. Hier mache ich den Wasserschalter an. Also Pumpe an, aus. Pumpe an und aus, das machen wir immer extra. Hier siehst du Außen- und Innen- und Außentemperatur und hier haben wir nochmal Einstellungen. So, wir stehen in der Sonne, ich glaube draußen ist es ein bisschen kälter, Ja. aber es passt. Den Tank siehst du, wenn du mal gerade auf den Tank mal drauf drückst. So, und dann sieht man also nochmal im Detail alles übereinander. Ja, genau. Also auf diesem Display siehst du quasi hier ganz genau, wie viel, also alle Sachen. Also die Aufbaubatterie, also die Starterbatterie, die Aufbaubatterie, Frischwasser, Grauwasser. Stark. So, jetzt habe ich ja gleich mal einen Fachmann bei dir. Ja. Der Mann in Bern, den du wahrscheinlich kennst. Roland, Der Roland. mein Freund und Kollege. Der hat es trotzdem gut gemacht, oder? Der war ja unter Stress, weil da standen die Leute ja richtig Schlange. Ja, der Roland, der war ja leider gar nicht auf der Messe. Deshalb haben wir ja ihm und seiner Frau geholfen. Ja. Wir sind ja hier, unser Team, wir waren ja zu dritt da und haben Roland geholfen. Aber Roland macht auch einen super Job. Er ist vor allem ein ganz brillanter Techniker. So, da vorne ist es A für Affinity. Komm, wir gehen mal raus. Ja, Dann muss noch was vergessen. Ja, also bitte. Ich glaube, da waren wir nicht. Das ist nämlich auch neu bei dem Auto und das kenne ich eigentlich nur bei diesem Auto. ist was Interessantes gerade passiert. Du bist rausgegangen, die Stufe ist automatisch rausgefahren. Automatisch. Das heißt, du machst keinen Freiflug, wenn du es je vergessen hast. Gell? Das ist hier beim jetzigen ist es nicht so. Wenn du zumachst, geht es automatisch wieder rein. Ja. Dann ist das eine richtig stabile Stufe, eine komplette breite Riesenstufe, die auch relativ flach ist. Machst zu, sie fährt automatisch rein. Bitte nochmal öffnen. Ja. Einfach nur aufmachen, dann geht sie automatisch wieder raus. Das heißt, du musst keinen Schalter drücken. Gar nichts. Du machst alles automatisch. So, jetzt hast du gesagt, wir haben noch was vergessen. Es sieht aus wie GFK, das Dach, das Teildach. Ist es GFK, oder? Musst du Jacek noch mal fragen, wie das Material heißt. Ja. Guck, das ist was ganz Neues. Die Gasflaschen von außen. Das hast du ja sonst manchmal Hinten. beim... Ja, genau. Ja,
beim integrierten, voll integrierten oder teilintegrierten, das haben wir jetzt ganz neu. Und hier haben wir diese Aluglasflasche, wo befüllbar ist drin. Und das machst du hier über diesen Außenanschluss. LPG. LPG, genau. Jetzt musst du mal überlegen, jetzt machst du eine LPG-Anlage Unterflur hinter die Hinterachse. Ja. Was du hier nochmal Stauraum hast, da kannst du deine Skischuhe reintun, alles. Was auch total krass ist, du kriegst das LPG immer raus, weil das ja innen ist quasi. Das heißt, das ist nicht draußen bei vielleicht Minusgraden, sondern es kriegt ja immer noch ein bisschen Wärme mit vom Korpus. Stimmt. Das heißt, es wird also stets flüssig. Das ist der Vorteil. Genau, Ja. so ist es ja. Das ist ja oft das Problem, da ist dann Propan, Butan, du kriegst es vielleicht nicht raus im Winter. Cool. Das heißt, du hast ein Gasfach von außen. Jetzt, wo du es sagst, komme ich erst drauf. Haben wir fast vergessen, weil das hatten wir noch nie. So, Und hier, das ist ein Kastenwagen. da vorne ist der Trümmerauslass. Ja. Dann hast du vorne, Da haben wir quasi Ein Wassereinlass? Frischwassereinlass. okay. So, und die Entsorgung, wo ist die? Dann müssen wir wieder auf die andere Seite gehen. Ja. Affinity. Da brauchst du nicht unter das Auto liegen. Man muss nicht unter das Auto liegen. Irgendwo dir schmutzige Hände holen. Hier ist es. So, ich halte mal gerade rein. Da ist es. Das heißt, du kannst problemlos diesen Hahn öffnen, dann fließt alles raus. Da fließt alles raus. Da vorne ist übrigens die Beleuchtung. Ja, das ist die Regenrinne mit LED-Beleuchtung. So, die Markise ist jetzt elektrisch oder ist mechanisch? Die ist mechanisch. Mechanisch. Ja. Das ist ein tolles Auto. Ja. Auch das Design ist ganz reduziert. Wenn du gerade noch mal die Tür zumachst. Sehr leise, das Schließen. Also du hast nicht so diesen Knalleffekt, den du hast bei vielen Kastenwagen, wo du dann mit viel Effet dann die Tür zumachen musst. Ja, man könnte das natürlich noch verbessern. Wir bieten ja auch das Softclose an von Asttechnik aus Freiburg, wo dann automatisch hinten die Tür hergezogen wird. Die Zuziehhilfe Die Zuziehhilfe, ja. für alle Leute, die nicht knallen wollen. Da kann man auch nochmal von der Gewichtsoptimierung bieten wir auch an eine Kederschiene. Wenn jetzt einer, sagen wir mal, beim anderen Affinity, beim Vierschläfer mit dem Gewicht kämpft, können wir die weglassen. Ich mache eine Kederschiene ran und tue ein leichtes Sonnensegel einziehen anstatt der Markise. Das geht auch. Das klappt auch super, muss ich sagen. Also das ist ja schon Gewicht. Die, ich sag mal, große Markise, die Länge von der, was hat die? 4 Meter? Die hat 4 Meter, ja. 4 Meter wiegt Ja. 100 Kilo? 35,5. 35,5. Das geht ja noch. Aber du kämpfst mit jedem Kilo eigentlich, Ja, oder? klar, du kannst mit jedem Kilo. Und die Kederleiste, die wiegt vielleicht 2 Kilo und so ein Sonnensegel wiegt auch nicht viel mehr. Das ist am Schluss die Summe von allem. Und ich sag mal, die Gasflasche, die vielleicht ein bisschen leichter ist, das Sonnensegel, was da ist. Trotzdem sollte man sich das überlegen, dass wenn man es braucht, weil so eine Markise ist natürlich etwas, was du oft brauchst. Ja? natürlich. Das Thema Sonnensegel musst du hochklettern, Ja. musst es jedes Mal festmachen. Das ist jedem auch nicht so gut. Ja, es geht. Also ich habe jetzt 2 Sonnensegel. Ich habe eins im Winterbetrieb, wenn wir beim Skifahren sind. Das ist nur so tief, 1 Meter. Das ziehe ich ein. Das hat einen starken Keder dran. Das tue ich dann abspannen. Kein Problem. Okay, das geht ruckzuck. Ja. Geht genauso schnell. Ja. So, ja, hier sind wir. Heute am 13. Januar 2022 und ich kann euch sagen, ich fahre nicht umsonst den weiten Weg, denn das hier ist schon eine kleine Sensation auf 6,40 Meter, die Höhe vom H3 2,80. plus Aufbauten. Ja? Das 2,88 Meter ist die höchste Höhe. Höchste Höhe, es sei denn, man hat eine Klimaanlage Also, drauf. Dachklima, da nimmst du die 2,80 und was die Dachklima hat, sagen wir 30 cm, dann ist er 3,10. So, dann denke ich mal, den Rest schreiben wir nochmal in die Beschreibung rein. Der Jaschek ist jetzt gerade drin. Du bist in Rottweil. In Rottweil, ja. Ist das hier eigentlich die Herkunft der Rottweiler? Kommen die aus Rottweil? Ja, die kommen hierher. Die Rottweiler, die bösen Rottweiler. Die ja. sind aber lieb, oder? Ja, die sind eigentlich lieb, ja. Aber heißt- früher war das ein Metzgerhund, gell? Also, aber die Rottweiler, die kann man scharf machen, aber die meisten machen es nicht, gell? So, wir sind in Rottweil. Du bist auch leicht zu erreichen, denn ihr müsst in Rottweil eigentlich nur diesen Turm anpeilen. Der ist ja schon sensationell weit zu sehen. Der sieht jetzt so klein aus, aber Höhe ungefähr von dem, was hat der, 200? 243 Meter. Und wenn einer zu uns kommt, dann sage ich immer, wenn du von der Autobahn runterfährst, fahr eigentlich
Richtung Turm und dann bist du bei uns. Oder wenn halt jemand mit dem Flugzeug kommt, was ist hier der nächste Flughafen? Der kleine? Stuttgart. Stuttgart. So, das heißt, er kann den Turm anvisieren, der sieht ihn schon. Stuttgart genau. ist wie weit weg von dir? Das sind 90 Kilometer oder Zürich. So, Anna, wir haben jetzt alles gezeigt. Ich muss sagen, der Peter kennt sich gut aus. Seinen Sohn haben wir komplett ausgeblendet, aber du hast dich ja prima vergnügt mit ihm, muss ich sagen. Hi, du bist der. Servus, ich bin der Milian. Ja, dein Papa hat das gut gemacht. Der macht das voller Leidenschaft. Absolut, ja. Ich liebe da auf jeden Fall. Ja. So, und du bist da quasi reingefallen? Du bist schon als kleines Kind hier rumgelaufen? Nein, ich war damals Automobilverkäufer und bin die letzten 2-3 Jahre dann umgeswitcht auf den Caravan-Reisemobilbereich und bin jetzt eigentlich für die Firma Caravan Live verantwortlich. Das ist eine ganz andere Nummer, muss man sagen. Ganz andere Nummer. Die Leute kommen hier rein mit Freude. Tatsächlich will ich auch nicht mehr zurück. Das macht so viel Spaß. Das ist einfach ein ganz anderes Verkaufen. Du verkaufst Leidenschaft, Freizeit. Das ist richtig cool. Macht Gut, Spaß. ihr verkauft ja auch Hyundai, muss man sagen. Das sind ja auch tolle Autos. Absolut, ganz klar. Ich sag nur, Hyundai, ich glaube, 5 Jahre Garantie bis 150.000 Kilometer. Richtig. Genau, komplett, so ist es. Aber hier 200.000 Kilometer. Aber genau. Aber hier, ich sag mal so, ihr habt keinen Stress mit der Qualität, oder? Das heißt, der Bau aus Polen, das ist ja schon High-End, muss man sagen. Also ich hatte jetzt einen VW-Bus, der wurde in Polen ausgebaut, aus Eiche komplett massiv. Also was kriegen nur die Polen hin. Ja. Und die Jungs bei uns in der Werkstatt sind absolut überzeugt vom Auto. Die haben richtig Spaß, an den Autos zu arbeiten. Aber was du teilweise für einen Schrott zu sehen kriegst, ja in der Reisemobilbranche, also wo wirklich Sägespäne rumliegen, ganz dünne Seitenwände, es klappert überall, das hast du hier gar nicht. Ne, überhaupt nicht. Krass. Haben wir ein tolles Produkt, definitiv, ja. Anna, den weiten Weg aus Polen hergekommen, ja, du hast ihn gezeigt. Ihr nehmt ihn wieder mit heute Abend? Ja, natürlich. Mit dem möchte ich auch im Urlaub fahren. Den willst du in Urlaub fahren? Ja, auf jeden Fall. So, wir zeigen noch die beiden anderen. Ja. Das heißt, wir haben einen Dreisitzer und einen Viersitzer haben wir da. Die sind beide da. Ihr seid hier zufrieden mit dem Händler, ist ja gut? Super, super, wirklich. Und warum ist er so gut? Ich finde die Kommunikation einfach hervorragend. Das besser kann ich mir nicht vorstellen. Auch der Verkauf, also so wie du weißt, das war der Händler des Jahres. Jacek, there is only one thing left that I want to ask you. I can't believe it. For sure it is. It's very simple. The fabric of the roof. What is it made of? So, jetzt wird nämlich mal quer übersetzt hier. Ich habe ihn gefragt, das Material oben auf dem Dach, ob das auch hagelsicher ist. Ja, du kannst ja perfekt Deutsch. Hagel? Hagel, das. To jest grad. Czy to jest na grad? Now, sorry, my English is too poor. Now I understand. Yeah, for sure it's strong enough to cover, to protect the car. Ich weiß auch gar nicht, ob das Hail heißt, Hagel, aber ich glaube ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Polnisch heißt es Grad. Grad heißt es auf Polnisch. Also es ist hagelsicher, das Dach. Und hier vorne steht es. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Einmal danke an den Milian, Peter. Jawohl. Hast du toll gemacht. Erstes Video. Ich glaube, jetzt sind wir fit. Jetzt können wir die nächsten 2 Videos machen. Ja, Ja, gerne. So, Lieferzeit ungefähr 1 Jahr? Er wird. Ja, also von den Produktionsplätzen erst wieder Dezember. Ja. Aber wir als stärkster Händler haben gut vorgesorgt und gut eingedeckt. Also ich habe noch freie Kapazität im Mai und Juni. Also ruhig mal anfragen, wenn jemand Interesse hat. Genau. Gilt dann quasi, das sind ja Bauplätze, die du hast. Das könnte ein Duo sein, das kann ein Zweisitzer, ein Dreischläfer sein, ein Vierschläfer. Ja. Es geht um den Bauplatz, oder? Es geht um den Bauplatz, ja. Super. So, Rottweil, wenn ich jetzt Interesse habe, deine Rufnummer, Telefon? 0741 53 5614. 0741 53. 5614. Ja, vielen Dank, Anna, den weiten Weg. Dankeschön. Wie lange fährt man von euch? Wir sind gefahren 10 Stunden, 10 Stunden? 12 Stunden. Ist schon lang, oder? Ja, aber bequem. So, vielen Dank, Anna. Vielen Dank, Jacek. Thank you very much. Bye, Thank you bye. very much. Tschüss. Bye, bye.